Die maledivische Schönheit Rauda Atif hatte ein ungewöhnliches Aussehen. Ihre großen, ausdrucksstarken Augen in der Farbe des Ozeans eroberten die ganze Welt. Raudas Leben war bunt und ereignisreich, aber es endete in einem Augenblick. Der Tod der jungen Frau wurde zu einem Geheimnis, das von Dunkelheit umhüllt war. Rauda Atif wurde am 18. Mai 1996 in Male, der Hauptstadt der Republik Malediven, geboren. Das Mädchen wuchs in einer muslimischen Familie auf, trug jedoch keine traditionelle Kleidung, den Hijab. Ihr Vater Mohammed Atif und ihre Mutter Aminat Muharimat wollten, dass ihre Tochter zu einer freien Persönlichkeit heranwuchs und wichtige Entscheidungen in ihrem Leben selbst traf. Als Rauda 8 Jahre alt war, zog ihre Familie nach Indien, in die Großstadt Bhopal mit mehr als 1,5 Millionen Einwohnern. Vielleicht haben einige von Ihnen bereits von der Tragödie gehört, die sich 1984 in dieser Stadt ereignet hat. Die Katastrophe von Bhopal ist die größte von Menschen verursachte Katastrophe in der modernen Geschichte, gemessen an der Zahl der Opfer. Sie ereignete sich infolge eines Unfalls in einer Chemiefabrik, die einem amerikanischen Unternehmen gehörte. In der Nacht zum 3. Dezember 1984 traten aus einem Tank, in dem Methylisocyanat gelagert wurde, 42 Tonnen dieser hochgiftigen Verbindung aus. Die chemische Wolke bedeckte ein Gebiet von 40 Quadratkilometern und breitete sich auf die nahegelegenen Slums und den Bahnhof aus. Nach offiziellen Angaben starben am Tag des Unglücks mehr als 5.000 Menschen. In den folgenden Jahren starben weitere 15.000 Menschen und die Gesamtzahl der Opfer wurde auf 150.000 bis 600.000 geschätzt. Trotz der Vergangenheit von Bhopal zog die Familie Atif 2004 in diese Stadt. Ihr Leben am neuen Ort verlief recht erfolgreich. Der Vater Mohammed arbeitete als Arzt. Nach 5 Jahren kehrte die Familie auf die Malediven zurück. Rauda war eine gute Schülerin, sie gab sich große Mühe und war dabei ein recht bescheidenes Mädchen. Schon in jungen Jahren stach sie aufgrund ihres ungewöhnlichen Aussehens aus der Masse hervor. Mit 14 Jahren nahm Rauda an einer Kampagne zum Schutz der Umwelt im nationalen Fernsehen der Malediven teil. Damals wurde ein professioneller Fotograf auf sie aufmerksam, der sie sofort ausfindig machte. Der Fotograf machte eine Reihe von Aufnahmen von Rauda im Meer. Diese Fotos wurden sofort populär und verbreiteten sich im gesamten Internet. Die Bilder wurden mit dem Titel »Das Mädchen mit den Augen in der Farbe der Meereswellen« versehen. Der unerwartete Erfolg der Fotos machte Rauda außergewöhnlich populär. Modelagenturen und Modemarken schickten ihr nacheinander ihre Jobangebote. Raudas Leben veränderte sich grundlegend, aber sie behauptete, dass sie kein Model werden wolle und dass das Fotografieren für sie nur ein Hobby sei. Raudas wahrer Traum war es, in die Fußstapfen ihres Vaters zu treten, eine medizinische Ausbildung zu absolvieren und Menschen zu helfen, insbesondere denen, die sich keine kostenpflichtigen Konsultationen leisten konnten. Nach dem Abschluss der internationalen Schule auf den Malediven erhielt Rauda ein Stipendium und eine Empfehlung für ein privates islamisches Medizincollege in Rajshahi in Bangladesch. Sie musste in ein anderes Land ziehen, um ihr Studium zu beginnen. Da es sich um eine islamische Hochschule handelte, war Rauda verpflichtet, einen Hijab zu tragen, zumindest während ihres Aufenthalts in der Bildungseinrichtung. Die junge Frau sah darin kein Problem und versuchte, sich an die lokalen Traditionen zu halten. Rauda lebte in einem Frauenwohnheim auf dem Campusgelände. Neben dem Studium arbeitete sie weiterhin als Model, um sich vollständig selbst versorgen zu können. Das erste Jahr in dem neuen Land war nicht einfach. Wo auch immer die Schönheit auftauchte, zog sie ständig die Aufmerksamkeit auf sich, und zwar nicht nur von Männern, sondern auch von Frauen. Die Einheimischen bemerkten, dass Rauda sich nicht immer an die muslimischen Traditionen hielt. Es kam vor, dass die junge Frau das Haus ohne Kopfbedeckung verließ. Sie wurde verfolgt. Man machte ihr Bemerkungen, schrie ihr Drohungen hinterher, damit sie anständig aussehe. Rauda wurde dafür gehänselt, dass sie Jeans trug. Trotz der Spottrufe schreckten sie diese Momente nicht ab. Sie sah darin kein Problem. Rauda lebte weiterhin in Bangladesch, studierte und arbeitete als Model. Der Druck wurde deutlich stärker, als Rauda im Oktober 2016 auf dem Cover der Zeitschrift Vogue India erschien. Sie posierte zusammen mit anderen Frauen. Auf dem Foto waren ihr Hals und ihre Schultern zu sehen, was für Muslime als inakzeptabel gilt. In derselben Zeitschrift gab es auch andere Fotos, auf denen Rauda sich mit einem Tuch bedeckte. Ein Teil ihres Rückens und ihrer Beine war entblößt. Das Bild sah so aus, als ob sie unter dem Tuch keine Unterwäsche trug.
Das verärgerte die Leute, die die junge Frau verfolgten, noch mehr. Nach dem Erscheinen der Zeitschrift wurde Rauda im College mit einer noch feindseligeren Haltung konfrontiert. Sie blieb oft allein. Ihre Kommilitonen wollten nichts mit ihr zu tun haben. Nach einiger Zeit gelang es Rauda jedoch, sich mit einer kleinen Gruppe von Studenten anzufreunden, darunter auch mit Sirat Parvin Mahmud. Sirat war aus Indien nach Bangladesch gekommen, um zu studieren. Sie war Raudas Nachbarin im Studentenwohnheim. Sie wohnten auf derselben Etage. Am Mittwoch, dem 29. März 2017, passierte etwas Seltsames. Am Morgen kam Sirat in Raudas Zimmer. Die Freundinnen unterhielten sich ein wenig. Sirat musste weg, um etwas zu erledigen. Sie ging. Nach ein paar Stunden klopfte sie erneut an Raudas Zimmer, aber niemand öffnete ihr die Tür. Normalerweise sagte Rauda ihrer Freundin immer Bescheid, wenn sie irgendwo hinging. Die Freundinnen wussten über die Bewegungen, Zeitpläne und Angelegenheiten der anderen Bescheid. Sie taten dies unter anderem aus Sicherheitsgründen, da Rauda weiterhin verfolgt wurde. Die besorgte Sirat schaute durch den Türspalt und erstarrte vor Entsetzen. Im Zimmer hing Rauda leblos an einem Schal, der an einem Kronleuchter befestigt war. Sirat versuchte, die Tür zu öffnen, um ihrer Freundin zu helfen. Sie begann zu schreien und um Hilfe zu rufen. Die Schreie alarmierten Studentinnen aus den Nachbarzimmern. Gemeinsam gelang es ihnen, die Tür aufzubrechen und hineinzukommen. Trotz aller Versuche, die junge Frau wiederzubeleben, war alles umsonst. Rauda war tot. Die Nachbarin rief die Polizei. Die Ermittlungen begannen. Leider hatten die Studentinnen, die Raudas Zimmer betreten hatten, um ihr zu helfen, am Ort des Geschehens viele Veränderungen vorgenommen. Das erschwerte die Spurensicherung. Die Ermittler untersuchten das Zimmer nur oberflächlich. Niemand wusste, was sich darin abgespielt hatte. Raudas Leiche wurde zur Obduktion nach Rajshahi gebracht, wo sie von Gerichtsmedizinern untersucht wurde. Die Experten kamen zu dem Schluss, dass die 20-jährige Rauda Atif freiwillig aus dem Leben geschieden war. Die Nachricht vom Tod der jungen Studentin verbreitete sich schnell in den Nachrichtenportalen und löste eine Welle der Trauer und Empörung aus. 3 Tage nach der Tragödie, am 1. April 2017, wurde Rauda auf dem Friedhof Hitemka in Rajshahi beigesetzt. Die Trauerfeier war bewegend. Hunderte von Menschen, darunter die Familie und enge Freunde der jungen Frau, versammelten sich, um sie auf ihrem letzten Weg zu begleiten. Raudas Vater und Mutter konnten nicht glauben, dass ihre Tochter freiwillig aus dem Leben geschieden war. Für sie war das einfach unvorstellbar. Mohammed glaubte von Anfang an nicht an die Version der Polizei. Der Fall wies viele Unklarheiten auf, die darauf hindeuteten, dass Rauda Opfer eines Verbrechens geworden war. Einer der wichtigen Punkte, auf den die Familie Atif aufmerksam machte, war die Situation im Zimmer. Es wurde klar, dass Rauda am Morgen des 29. März wie gewohnt aufgewacht war, ihr Bett gemacht, geduscht, sich angezogen und mit dem Frühstück begonnen hatte. Auf dem Herd stand eine Pfanne mit Essen, daneben auf dem Tisch lagen ein Schneidebrett, ein Messer und Gemüse. Die junge Frau hatte offensichtlich Pläne für diesen Tag. Warum hat sie sich plötzlich erhängt? Ein weiterer wichtiger Fund waren Spuren eines Kampfes. Auf dem Spiegel im Schlafzimmer waren frische Risse zu sehen. Das Glas auf dem Küchentisch war ebenfalls zerbrochen. Unter dem Bett lag eine Dose mit Gewürzen, die sie zum Kochen verwendet hatte. Nach Meinung von Mohammed deutete all dies darauf hin, dass es in dem Zimmer zu einem Kampf gekommen war. Diese Tatsache ließ vermuten, dass Rauda Opfer von Gewalt geworden war. Die Familie äußerte auch ihre Unzufriedenheit mit dem Vorgehen der örtlichen Behörden. Mohammed behauptete, dass die Leiche seiner Tochter weggebracht und nicht ordnungsgemäß vor Ort untersucht worden sei. Die Polizei räumte ihr Zimmer schnell auf. Der Vater fragte sich auch, warum keine der 20 Studentinnen, die zu Hilfe geeilt waren, ein einziges Foto gemacht hatte. Ein Teil der Studentinnen studierte Kriminalistik und hätte die Bedeutung solcher Fotos vom Tatort verstehen müssen. Die Autopsie wurde noch vor der Ankunft der Eltern durchgeführt, die in einem anderen Land lebten und zu diesem Zeitpunkt noch nicht ihre Zustimmung gegeben hatten. Und noch bevor die Gerichtsmediziner ihr Urteil gefällt hatten, erklärte die Hochschulleitung, dass Rauda aus eigenem Willen aus dem Leben geschieden sei. Die im Wohnheim installierten Überwachungskameras filmten, wie Rauda am späten Abend des 28. März das Studentenwohnheim verließ. Sie ging zu einem Arzt, der auf dem Gelände des Colleges arbeitete. Rauda klagte über Kopfschmerzen und bat um ein Rezept für ein Medikament. Nach der Tragödie weigerte sich der Arzt, mit Raudas Eltern zu sprechen. Übrigens gab es aus irgendeinem Grund keine Aufzeichnungen darüber, wie die junge Frau ins Wohnheim zurückkehrte.
Als Mutter und Vater ihre einzige Tochter beerdigten, begannen sie zu vermuten, dass man versuchte, Raudas Fall zu vertuschen. Die Eltern waren der Meinung, dass ihre Tochter Opfer von Menschen geworden war, die ihren Lebensstil nicht akzeptierten. Sie verfolgten und einschüchterten. Und all dies geschah, um den Ruf der medizinischen Hochschule, an der sie studierte, zu schützen. Mohammed und Aminat beschlossen, der Sache auf den Grund zu gehen und zu versuchen, ihre Vermutungen zu beweisen. Sie beauftragten unabhängige Experten mit der Untersuchung des Falls. Das Team sah sich die Unterlagen genau an und bemerkte wichtige Details auf den Fotos. An Raudas Hals waren Blutergüsse zu sehen, die wie Spuren von Würgegriffen aussahen. Die Experten stellten fest, dass diese vereinzelten Blutergüsse höchstwahrscheinlich von Fingern stammten. Die Spuren am Hals ähnelten nicht den Spuren eines Schals. Um Raudas Mund herum wurden keine typischen Speichelspuren gefunden, was für solche Fälle untypisch ist. All diese neuen Details bestätigten die Version eines brutalen Mordes. Vor dem Hintergrund der offensichtlichen Fakten, die von der Familie vorgelegt wurden, wurde der Fall Rauda Atif noch verwirrender und spannender und ließ ernsthafte Zweifel an der offiziellen Schlussfolgerung der Behörden aufkommen. Könnte die junge Studentin Opfer eines Verbrechens geworden sein, oder war ihr Tod tatsächlich das Ergebnis einer verzweifelten Tat? Die Antworten auf diese Fragen bleiben unklar und sorgen für Kontroversen unter Raudas Familie, Freunden und Fans auf der ganzen Welt. Trotz der Argumente der Familie, die die offizielle Schlussfolgerung widerlegen, dass Rauda freiwillig aus dem Leben geschieden ist, beharrten die bangladeschischen Behörden, die die Ermittlungen durchführten, darauf, dass die Spuren an ihrem Hals keine Blutergüsse, sondern Muttermale waren. Für die Familie Atif waren diese Behauptungen vollkommen unverständlich. Hätte die junge Frau tatsächlich Muttermale am Hals gehabt, hätten ihre Mutter und ihr Vater sicherlich davon gewusst. Fotografen und Visagisten, die mit Rauda zusammengearbeitet hatten, bestätigten, dass die dunkle Haut des Models vollkommen glatt und makellos war. An ihrem Hals gab es definitiv keine Muttermale. Trotz der Zweifel der Familie und des Mangels an konkreten Beweisen blieben die Behörden von Bangladesch bei ihrer Meinung und behaupteten, dass die junge Frau sich selbst irreparablen Schaden zugefügt habe. Der Fall wurde noch verwirrender, da Rauda nie Anzeichen von Depressionen oder emotionalen Problemen gezeigt hatte, die sie zu einem so verzweifelten Schritt hätten treiben können. Im Gegenteil. Laut Aussagen ihrer Angehörigen freute sich Rauda auf den Abschluss ihres Studiums und schmiedete neue Pläne. Ihre Tante, die zu diesem Zeitpunkt in Australien lebte, berichtete, dass sie einige Tage vor der Tragödie mit ihrer Nichte telefoniert habe. Raudas Stimme klang fröhlich und sie erzählte ihrer Verwandten, dass alles in Ordnung sei, dass sie fleißig studiere, sich bemühe und nach ihrem College-Abschluss in einem Jahr nach Australien ziehen wolle. Am Abend des 28. März telefonierte Rauda mit ihrer Mutter. Sie beklagte sich, dass ihre Freundin Sirat ihr vor 2 Tagen einen Saft angeboten habe, nachdem ihr schlecht geworden sei. Rauda wurde schwindelig und sie wäre fast ohnmächtig geworden. Später erfuhr sie, dass Sirat ihr ein Schlafmittel in den Saft gemischt hatte. Rauda erzählte ihrer Mutter, dass sie sich nach diesem Vorfall mit Sirat gestritten habe und ihrer Freundin nicht mehr vertrauen könne. Rauda verbot Sirat, sie zu besuchen. Ein weiterer seltsamer Umstand betraf die Tür zu Raudas Zimmer. Augenzeugen berichteten, dass sie die Tür aufgebrochen hätten, um die junge Frau zu retten. Die Eisenbeschläge an der Innenseite der Tür wiesen jedoch keine Einbruchsspuren auf. Diese Unstimmigkeit warf die Frage auf, wie genau die Studentinnen in das Zimmer der Verstorbenen gelangt waren. Bald tauchte ein weiterer verdächtiger Umstand auf. Nach Raudas Beerdigung loggte sich jemand in ihren Social-Media-Account ein und entfreundete ihre beste Freundin und Nachbarin Sirat. Die Tatsache, dass nur Sirat aus den Abonnements entfernt wurde, warf Fragen auf, und nach einiger Zeit wurde Raudas Konto sogar ganz gelöscht. Weder Familie noch Freunde oder die Polizei hatten Zugriff auf die Seite des Models. Die offensichtlichen Unstimmigkeiten in der Untersuchung schufen ein Geheimnis um Raudas Tod und lösten zahlreiche Kontroversen aus. Es gab mehrere Vermutungen, was tatsächlich mit der Seite der jungen Frau passiert sein könnte. Möglicherweise hat jemand das Konto des Models gehackt und absichtlich alle Einträge und Nachrichten gelöscht, oder vielleicht hatte jemand aus ihrem Umfeld Zugriff auf ihre Seite. Raudas Eltern glaubten, dass Sirat Parveen Mahmood möglicherweise etwas mit dem Tod ihrer Tochter zu tun hatte. Sirat war die letzte Person, die Rauda lebend gesehen hatte, und die erste, die sie tot aufgefunden hatte. All dies erschien ihnen zu verdächtig.
Am 10. April 2017 beschloss Mohammed Atif, Klage einzureichen und Ziraat Parvin Mahmood für alles verantwortlich zu machen. Der Mann behauptete, seine Tochter sei ermordet worden und forderte eine erneute Prüfung des Falls. Am 24. April 2017 wurde die Leiche von Rauda Atif exhumiert und eine erneute Autopsie durchgeführt. 3 unabhängige Experten kamen zu dem Schluss, dass Rauda selbst für ihren Tod verantwortlich gewesen sei. Es wurden keine Anzeichen für eine Fremdeinwirkung festgestellt. Die Vermutungen der Familie Atik, dass Rauda ermordet worden sei, bestätigten sich nicht. Außerdem legten die Behörden die Korrespondenz von Rauda mit einem gewissen Shahin vor. Angeblich hatten Shahin und Rauda in der Nacht vor der Tragödie telefoniert und dann hatte der Junge ihr eine Nachricht geschickt, in der stand, dass er sie betrogen habe. Die Mutter und der Vater bestritten kategorisch, dass ihre Tochter eine Beziehung zu Shahin gehabt habe. Sie wussten nichts über diesen Mann. Rauda hatte diesen Namen nie erwähnt. Auch Raudas Freundinnen wussten nichts über Shahin. Die Familie Atif glaubt bis heute nicht an die von den Behörden vorgelegte Version und besteht weiterhin auf einer erneuten Untersuchung. Für sie stimmen einige offensichtliche Details überhaupt nicht überein. Die populärste Vermutung ist, dass Ziraat Parvin Mahmood sich mit anderen Personen abgesprochen hat, damit diese ihr helfen, ihre Freundin loszuwerden und es so aussehen zu lassen, als hätte Rauda es selbst getan. Nach Meinung der anderen Freundinnen von Rauda war Ziraat neidisch auf Rauda, auf ihre natürliche Schönheit, ihren Erfolg in der Arbeit und im Studium, ihr Streben nach Wachstum und Entwicklung. Übrigens hatte Ziraat zuvor über Rauda gelacht, sie wegen ihrer unangemessenen Kleidung beschimpft und erst nach einiger Zeit wurden sie Freundinnen. Trotz verschiedener Anschuldigungen gegen Ziraat hat sie sich nie öffentlich zum Tod ihrer engen Freundin geäußert. Sie hat diese Tragödie und die gegen sie erhobenen Vorwürfe nicht kommentiert. Das Einzige, was Ziraat sagte, war, dass sie Rauda niemals Schlafmittel untergemischt habe und den Aussagen ihrer Mutter keinen Glauben schenke. Ziraats Schweigen verstärkt nur das Geheimnis und die Spekulationen über ihre mögliche Beteiligung an den fatalen Ereignissen. Der Tod von Rauda Atif wurde in den Medien von der australischen Fernsehsendung 60 Minuten thematisiert. Die Journalisten suchten nach Zeugen, befragten ehemalige Studentinnen und versuchten, neue Informationen zu finden. Die Behörden von Bangladesch verboten die Dreharbeiten und wiesen die Journalisten an, ihre Ermittlungen einzustellen. Obwohl der Fall offiziell abgeschlossen wurde, bleibt er für die Familie Atif bis heute offen. Mutter und Vater erklärten ausdrücklich, dass sie nicht ruhen werden, bis sie die Wahrheit erfahren und die Schuldigen bestraft werden. Danke fürs Zuschauen und passen Sie auf sich auf.